Heute geht es um das Thema Gehirnnebel. Wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, dass ich eine Umfrage gemacht habe. Und ich habe meine Community gefragt, was sind eure Erfahrungen mit Gehirnnebel? Und ich habe so zahlreiche Antworten bekommen. Und ehrlich gesagt war ich mir nicht bewusst, wie viele Menschen daran leiden. Für mich war es lange überhaupt nicht klar, dass ich an Gehirnnebel leide. Also ich habe das Wort nicht gekannt. Wenn ich den Ärzten beschrieben habe, wie es mir geht, habe ich auch einfach keine Diagnose bekommen. Ich habe dann jeweils meinem Mann versucht zu erklären, wie sich das anfühlt. Ich habe immer gesagt, es ist, als wäre mein Kopf in einer Wolke und es kommt nichts raus und nicht rein. Und ich hatte Wortfindungsstörungen. Der schlimmste Moment für mich war, als ich einkaufen musste. Ich weiß nicht, aber beim Einkaufen wurde dieser Gehirnnebel immer schlimmer. Ich denke, es liegt daran, dass es so eine Musik gibt in den Einkaufsläden, dann gibt es Durchsagen, es sind so viele Menschen, es sind unglaublich viele Produkte, also unglaublich viele Informationen, die auf einen einprasseln, und das war das absolut Schlimmste. Da stand ich manchmal da und wusste einfach gar nicht mehr, wie bin ich hergekommen? Okay. Ich habe einen Zettel. Gut. Wow, ich habe einen Zettel geschrieben. Sehr gut. Genau. Also gehen wir in das Thema rein. Vorab etwas zu mir. Mein Name ist Priscilla Bucher, ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin und seit 2020 ganzheitlicher ayurvedischer Ernährungscoach. Und ich interessiere mich für Ernährung und das ganze Krankheitsthema, weil ich selbst jahrelang krank war. Und zwar so krank, dass ich schlussendlich nicht mehr arbeiten konnte. Und in meiner Karriere als chronisch Erkrankte war es so, dass sich eigentlich kein Arzt wirklich Zeit genommen hat, mir die biochemischen Abläufe zu erklären. Und nachdem ich mich selbst geheilt habe und viele Bücher gelesen habe und viel gelernt habe durch meine eigene Erfahrung, ist in mir der Wunsch gewachsen, dass ich in eine kompakte Form diese ganzen Abläufe zusammenbringe und sie so erkläre, dass wir es alle verstehen und dass wir uns selbst helfen können. Das heißt also, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Naturheilpraktikerin. Solltest du in Behandlung sein, solltest du gerade eine Therapie laufen haben, dann beende die nicht, sondern sprich mit deinem Arzt und genau, dass du einfach in einem sicheren Rahmen unterwegs sein darfst. Ja, und zwar schauen wir uns zuerst die verschiedenen Arten von Gehirnnebel an und Anthony William macht da wirklich eine wunderbare Zusammenfassung. Milder Gehirnnebel. Scharfes Denken fällt dir schwer. Du bist müde und benommen. Du vergisst schnell, was dein Gegenüber gesagt hat. Bei komplizierten Aufgaben kommt es zu einer Symptomverschlechterung. Du bist sehr erschöpft nach einem Tag mit vielen Menschen. Du leidest immer wieder an Traurigkeit und depressiver Verstimmung. Dir fehlen die Worte. Es überkommt dich immer wieder eine Benommenheit, Verwirrtheit, Gereiztheit oder Müdigkeit. Du leidest auch an Interessensverlust. Dann kommen wir zum mittelschweren Gehirnnebel. Den ganzen Tag wechseln die oben genannten Symptome pausenlos ab. Gelesenes kann nur bei starken Konzentrationen aufgenommen werden. Schwerfälliges Denken und bleierne Müdigkeit überkommen dich. Dann kommen wir zum schweren Gehirnnebel. Ein Fokussieren ist unmöglich. Die Gedanken im Kopf sind durcheinander und rasen hin und her. Meditieren ist unmöglich. Gesagtes kann nicht mehr verarbeitet werden. Man kann nicht mehr aussprechen, was man denkt. Musik, Lärm, viele Menschenstimmen verstärken die Symptome. Man neigt zu ausgeprägten Tagträumen. Man leidet unter starken Erschöpfungen, Zittern, Schwitzen, Depression und Traurigkeit. Ja, und auch hier zeigt uns Anthony William 3 Gründe auf, warum man an Gehirnnebel leiden kann. Erstens, chronische Vireninfektion verursacht vom Epstein-Barr-Virus. Zweitens, Schwermetalle wie Quecksilber, Aluminium und Kupfer. Drittens, eine Kombination von Vireninfektionen und Schwermetallen. Ja, Metalle altern im Laufe der Zeit. Sie oxidieren und als Folge davon schließen die Oxidationsprodukte
elektrische Impulse kurz. Ja, und dies führt dann zu Gehirnnebel. Außerdem ist eine geringgradige Virusinfektion dafür verantwortlich, dass Neurotoxine freigesetzt werden. Und diese befallen die Gehirnzellen, was wiederum zu Gehirnnebel führt. Ja, und vielleicht fragst du dich auch noch, ja, aber wie nehme ich Schwermetalle auf? Und mir war das auch lange nicht so bewusst, aber natürlich arbeiten wir immer mit Schwermetallen. Ich meine mit den Pfannen, du weißt nicht, wenn du beim Restaurant bist, ob der Koch mit deiner beschädigten Pfanne arbeitet, ob du, da wo du Wasser trinkst, das Wasser durch Kupferrohre fließt. Dann die Sachen, die wir essen, können kontaminiert sein, weil es in Spuren von Pestiziden, Schwermetallen zu finden sind, etc. Und pipapo, es gibt viele Gründe dafür, dass wir wirklich täglich einfach da ausgesetzt sind. Genau, Batterien sind auch noch so ein Punkt. Aber anyway, es ist einfach ein Problem unserer modernen Zeit. Wir haben viele Metalle ins Tageslicht befördert und die sind jetzt hier. Die gute Nachricht ist, wir können sie ausleiten und das ist ja das Allerwichtigste. Das sind übrigens sowieso meine allerliebsten Nachrichten, wenn jemand sagt, Captain, wir haben hier ein Problem, aber wir haben hier auch eine Lösung. Das ist doch das Schönste und das ist hier auch tatsächlich der Fall. Und zwar verfügt unser Körper über ein natürliches Entgiftungssystem. Unsere Leber nämlich, die agiert wie ein Bodyguard und sammelt Neurotoxine ein, sie sammelt Schwermetalle ein, überschüssiges Adrenalin, überschüssige Hormone und so weiter und schützt unseren Körper und schaut, dass wir überleben können. Aber was passiert, wenn die Mutter unserer Organe, die Leber, wenn es ihr einfach zu viel geworden ist? Ihr könnt euch vorstellen, sie agiert wie ein Schwamm und der Schwamm wird immer größer und er fängt schon an zu tropfen und er kann nicht noch mehr aufsaugen. Und so geht es der Leber oft in dieser modernen Zeit. Und jetzt können wir die Leber unterstützen. Und zwar können wir dies mit einer Leberreinigung tun, damit unsere Leber wieder fähig ist, ihren Job zu erledigen, damit wir von diesem Gehirnnebel wieder loskommen. Und wie das alles abläuft und diese Empfehlungen habe ich auch aus dem Buch Heile dich selbst von Anthony William. Und er sagt ganz genau in Punkten, was wir tun können. Er meint, wichtig ist es, den Epstein-Barr-Virus auszuhungern. Das heißt, man lässt die No-Foods weg. Zu den No-Foods habe ich ein Video gemacht, das findest du hier. Wie du diese Ernährungsumstellung anfängst, findest du auch ein Video und zwar heißt das Ernährungsumstellung, wie fange ich an? Wir können die Schwermetalle aus unserer Leber ausleiten und zwar auf eine ganz sanfte Art und Weise mit dem Schwermetall-Entgiftungssmoothie. Und auch da findest du ein Video, das heißt The Heavy Metal Detox Smoothie. Es ist keine Rockband, klingt aber so. Was auch super wichtig ist, ist, dass wir genug trinken. Hydrierung ist super wichtig, denn wir wollen das Gegenteil von einem überhitzten Gehirn bewirken. Also es soll abkühlen können. Am besten hier ist Wasser mit Zitronensaft. Hierfür nimmst du wirklich einfach eine halbe Zitrone, presst es in dein Wasser rein und fertig. Was auch sehr hydrierend auf den Körper wirkt, sind Obst und Gemüse. Und die gesunde Fructose von den Früchten kühlt das Gehirn runter. Dann Bananen beruhigen das Nervensystem. Auch besonders wertvolle Früchte sind Papaya, Avocado, Kürbiskerne mit einem sehr hohen Zinkgehalt, Blattgemüse und Kartoffeln. Ah ja, übrigens habe ich ein verrücktes Kartoffelvideo gemacht und das findest du hier. Dann können wir natürlich die entzündungshemmende Ernährung anschauen, damit wir die Nervenzellen nicht noch extra kitzeln. Und das Video Entzündungshemmende Ernährung findest du hier. Und ähnlich wie ich es im Video Angst- und Panikattacken beschrieben habe, können wir unser vegetatives Nervensystem unterstützen, indem wir unsere Ressourcen aktivieren. Und eine solche Ressourcenaktivierung, das können wir ganz einfach machen durch gesunde Ernährung natürlich. Und es geht weiter. Ich bleibe nicht nur auf dem Punkt Ernährung stehen, versprochen. Auch gesunde Beziehungen. Gesunde Beziehungen sind auch so wichtig. Es gibt toxische Beziehungen und gesunde Beziehungen. Gesunde Beziehungen sind die, die für dich gemacht sind. Denn du bist wertvoll.
Und andere Ressourcen, die wir aktivieren können für uns, um unser Nervensystem zu stabilisieren, ist Yoga, Atemübung, Achtsamkeitsübung, Musiktherapie und Gefühlearbeit. Wenn ihr das Video Gefühlearbeit mit Vivian Dittmar noch nicht angeschaut habt, dann lege ich dir das so ans Herzen. Für mich war gerade die Gefühlearbeit auch ein ausschlaggebender Punkt, dass ich mich selbst heilen konnte. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie immer, kommentiert gerne. Ich freue mich total über eure Kommentare. Ich habe auch die Möglichkeit eingerichtet, dass ihr meine Arbeit mit einer Spende unterstützen könnt. Den Spendenlink findet ihr unten im Beschrieb. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Du bist wichtig und egal welche Ziele du hast, du erreichst sie.